Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Michael Grant Klartext. So wie ihr euch das gewünscht habt, mehr über Hitler und das Dritte Reich. Heute zu den Fake News, Hitler hat Autobahnen für den Krieg bauen lassen. Diese Behauptung, die immer wieder durch die Medien, aber auch in diversen Geschichts- und Schulbüchern geistert, ist wohl einer der größten politisch korrekten Geschichtslügen. Trotzdem wird sie weiter verbreitet, sogar in historischen Fachbüchern. Aber sie ist so nicht richtig, was ich nun belegen werde. Und jeder, der einen gesunden Menschenverstand und keine ideologisch verblendeten Auffassungen besitzt, wird meinen Ausführungen sogar zustimmen müssen. Vorab die Mehr. Hitler habe Autobahnen 1933 nur zum Zweck bauen lassen, um seine Truppen schneller an die Front schicken zu können, stammt vom DDR-Historiker Karl Lemmer. Bereits 1963 verbreitete er in seiner Studie mit dem Titel Die Wahrheit über den Autobahnbau in Deutschland 1933 bis 1945 die damals DDR-typische BRD-feindliche Lüge, Hitler habe von Anfang an auf einen Krieg hingearbeitet und den Autobahnbau in dessen Zweck gestellt. Ein weiteres Argument, die Autobahnen wären Motivation für eine wachsende Motorisierung gewesen, die wiederum dazu diente, eine Heeresmotorisierung zu ermöglichen. Andersherum gesagt, durch mehr Kraftwagen konnten auch mehr Truppenteile transportiert werden. So also die gängige Geschichtsschreibung. Nimmt man aber für das Ausland dieselben Parameter, schlägt dieses Argument fehl und entlarvt die tendenziöse Geschichtsschreibung ein weiteres Mal. Im Jahr 1938, also ein Jahr vor Kriegsausbruch, betrug die Anzahl der Fahrzeuge in Frankreich und England nämlich 1 auf 19 Einwohner, während Deutschland mit einem Auto auf 44 Einwohner nur den 7. Platz in Europa belegte. Meine weiteren Gegenargumente, die auch die heutigen Geschichtsklitterer widerlegen sollten. Für die politisch korrekten Historiker passt es natürlich nicht in ihre Autobahnkriegssthese, dass der Bau bereits in der Weimarer Republik, also lange vor Hitlers Regierungsantritt, geplant und vorbereitet wurde. Die NS-Führung wollte mit dem Bau von Autobahnen, wie oben geschildert, zunächst die Arbeitslosigkeit bekämpfen und den Autofahrern die verschiedenen deutschen Kulturlandschaften nahebringen. Der Bau war also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und Propaganda. Die Ankündigung des Autobahnbaus und die im Wahlprogramm in Aussicht gestellte Förderung der Motorisierung breiter Volksmassen sollte die Wählerakzeptanz der NSDAP bei den Wahlen am 5. März 1933 erhöhen. Die Truppen übrigens konnten wesentlich schneller und effizienter über die Schienen transportiert werden, was später dann auch geschah. Bis heute ist das so, um unnötigen Verschleiß zu umgehen. So wurden Panzer beispielsweise nicht über die Reichsautobahn transportiert, sondern auf die Eisenbahn verladen. Die ersten Autobahnstrecken wurden in Nord-Süd-Richtung gebaut, die ersten Feldzüge allerdings im Westen und im Osten geführt. Finde den Fehler, wenn du argumentierst, dass Hitler die Autobahn für den Krieg gebaut hat. Die Reichswehrführung wandte sich gegen den Autobahnbau, da sie keinen militärischen Nutzen erkennen konnte. Nein, sogar viel mehr. Sie befürchtete sogar, dass die Autobahnen feindlichen Flugzeugen als Landebahnen und/oder Richtungsweiser dienen könnten. Die Betonbänder der Reichsautobahn bot Luftangriffen ein so gutes Ziel, dass sämtliche Truppenbewegungen ein erhebliches Risiko darstellten. Soweit die Reichswehrführung, soweit meine Argumente, aber es kommt mein bestes Argument gegen die Verfechter der These der beabsichtigten kriegerischen Nutzung der Autobahn, und zwar der Bau und Ausbau der Reichsautobahn wurde zu Beginn
zu Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 eingestellt. Hoppla! Hitler brauchte die Autobahn also, um 1933 schon einen Krieg geplant zu haben, den er 1939 geführt hat. Und er wollte mit den Autobahnen also Kriegsmaterial und Truppen transportieren. Aber der Autobahnbau wurde zum Beginn des Zweiten Weltkrieges eingestellt. Ja, wie passt denn das wieder zusammen? So viel also zum Lügendogma. Hitler hätte die Autobahn nur wegen seinem Kriegswahn gebaut. Er hat die Autobahnen nicht für den Krieg gebaut. Im Gegenteil, die Reichswehrführung lehnte das strikt ab. Die späteren Truppenbewegungen fanden dann auch hauptsächlich auf der Schiene und nicht auf den Autobahnen statt. Zweifler widerlegt das, weil es sind historisch einwandfrei festgestellte Tatsachen, die ich recherchiert habe und die ich auch in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 2 erwähne. Dort sind alle Dokumente angegeben. Das ist ein sehr dicker Band, 850 Seiten, und hat über 2000 verifizierte Quellen. Ihr könnt auch meinen Newsletter auf www.michaelkrant.de abonnieren. Er ist kostenlos, jede Woche zu einem aktuellen Thema. In den Videos bespreche ich ja mehr Zeitgeschichte, Drittes Reich und Hitler, so wie ihr euch das in vielen, vielen Kommentaren gewünscht habt. Ich lese jeden Kommentar, kann aber nicht jeden beantworten, weil es sind zwischenzeitlich in der Woche zwischen 2.000 und 3.000 und ich arbeite ja gerade noch an Band 7 meiner Hitler-Reihe. Ihr könnt also gespannt sein. In wenigen Tagen wird mein neues Buch erscheinen, Deutschland muss vernichtet werden. Auch darüber werde ich dann Videos machen. Und ihr könnt gespannt sein, ich bleibe an dem Thema dran. Ich werde weiterhin jede einzelne Geschichtslüge aufdecken und jede einzelne Geschichtslüge mit verifizierten Quellen, die entweder manipuliert worden sind oder verschwiegen worden sind oder im falschen Zusammenhang genannt wurden, aufdecken. Bleibt mir weiterhin treu. Ich wünsche euch alles Gute in diesen schweren Zeiten. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Krant.